Aktuell stecken wir in der Fusion und Fusionen sind ein wichtiger Bestandteil des Spiels. Ich spreche im heutigen Video über Fusionen der Vergangenheit und auch den Einfluss, den diese Fusionen auf das aktuelle Spielgeschehen noch haben. Ich mache das nicht allein, ich habe einen Special Guest mit dabei, einen anderen Creator, den ich sehr schätze. Freut euch auf dieses gemeinsame Video. Ich bin Bone, viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir hier auf dem Kanal rund um Raid Shadow Legends und schön, dass du wieder mit eingeschalten hast. Heute zu einem ganz speziellen Video, denn ich bin nicht ganz alleine da. Nein, ich habe heute einen Gast mitgebracht und alle, die vielleicht den guten Snackbox schon kennen, werden jetzt überrascht sein, dass ich trotzdem auf Deutsch einleite. Hallo Snackbox, schön, dass du da bist und würde mich total freuen, wenn du dich kurz vorstellst und auch meinen Zuschauern vielleicht die Geschichte erklärst, warum du eigentlich deutschsprachig bist. Also, hallo erstmal, danke für die Einladung, weiß es wirklich sehr zu schätzen. Hallo an die Bone Community. Warum ich deutschsprachig bin, ich bin in Deutschland geboren. Ach so, ich weiß, was ich meine. So einfach. Vielleicht sollte ich einfach die Frage umformulieren, warum du denn an sich englischsprachigen Content machst, obwohl du, eigentlich schon fast in der Nachbarschaft sitzt. Ja, also, grundsätzlich, habe ich, damals angefangen, Content zu machen, für meine Clan Mitglieder, Freunde, die waren halt alle, sage ich mal, international verteilt und daher Mhm. war Englisch halt so die, Sprache, ne, die man dann halt die dann halt so, wie soll ich sagen, als erstes so die erste Wahl war, ne, natürlich. Und ja, so habe ich das dann einfach beibehalten und generell, ähm ich habe das Spiel auch auf Englisch gespielt tatsächlich und ja, also ich hat sich einfach so ergeben, ne? Ja, Ja. also, für mich war es auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Überraschung, weil wir haben uns kennengelernt im Rahmen der Hell Hades Free-to-Play Challenge, weil vorher und muss ich sagen, hatte ich noch nicht so den Überblick, wie viele unglaublich tolle Creator es auch noch gibt. Und durch die Challenge habe ich dann auch festgestellt, ja, da gibt's ja noch eine ganze Menge mehr und an irgendeinem meiner Videos hattest du dann auch in Deutsch unten drunter kommentiert. Und dann haben wir in Discord einfach geschrieben und jetzt sind wir hier in einem schönen gemeinsamen Video, bei dem wir heute ein bisschen über dieses Thema der Fusionen auch sprechen. Das ist der zweite Teil. Also, wir hatten jetzt schon eine schöne, gemütliche Stunde miteinander, haben schon viel miteinander geschnackt über alles Mögliche. Und das ist der zweite Teil. Wenn euch der erste Teil interessiert, ihr findet natürlich alles rund um Snackbox bei mir unten in der Videobeschreibung. Das heißt, schaut mal bei ihm vorbei. Content ist dort auf Englisch. Das Interview und auch alles, was wir dort im Prinzip besprochen haben, ist auf Englisch. Aber ich glaube, die meisten von euch fühlen sich da auch garantiert sehr wohl. Lasst ein Abo da und dann ja, machen wir mit dem Thema der Fusionen auch weiter. Und zwar, vorhin haben wir ein wenig eher über die History gesprochen und welche Fusionen wir machen, welche wir nicht machen. Wir haben uns jetzt für den zweiten Teil des Videos gedacht, wir sprechen jetzt mal über die vergangenen Fusionen, die wir aktuell noch spielen und vor allem, wo in welchem Bereich wir spielen. Und ich zauber jetzt mal ganz kurz hier noch die Hell Hades Webseite dann auch mal vor. Ja, wir gehen jetzt mal von hinten nach vorne auch ein bisschen durch, sprechen mal auch darüber, über die Fusionen, die wir gemacht haben. Und lasst mich doch in den Kommentaren auch gerne wissen, wie das bei euch war. Was war eure erste Fusion? Mit was habt ihr dann auch bei Raid angefangen? Welche Fusion spielt ihr noch aktiv? Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, sollten wir, glaube ich, 2020 anfangen. 2019 ist schon ein bisschen länger her. Was ist so eine Fusion, Snackbox, die dir jetzt von denen, die hier in 2020 noch aktiv sind, aktuell noch besonders wichtig ist? Also, ich denke, von 2020 die beste Fusion meiner Meinung nach, die heute noch relevant ist definitiv, also, schwer zu sagen. Zum einen haben wir da Rotos, ne, der halt sehr, sehr gut in der Arena ist, immer noch. Ja, also der ist wirklich Top-Tier, wenn man so sagen möchte. Und dann hätten wir natürlich auch Gurptuk, der bis heute auch in den stärksten Hydra-Teams vertreten ist. Das heißt, für PvE würde ich mit Gurptuk gehen und für PvP würde ich wahrscheinlich mit Rotos gehen. Also das wären so, sage ich mal, die zwei Fusionen, würde ich sagen, die Mhm. bis heute noch am Start sind. Ich habe hier noch so 'ne Herzensdame von mir und zwar tatsächlich also Kandra
Es ist einfach, ich weiß nicht warum, aber der Champion liegt mir persönlich immer noch sehr am Herzen. Ich habe sie bis vor Kurzem auch noch an der Hydra gespielt. Einfach unglaublich flexibel. Ansonsten in dem Jahr vielleicht so, ja, honorable mentioned, wie man immer so schön sagt, ist tatsächlich so Vergum K. Also, optisch nicht gerade der attraktivste Champion, aber seitdem es dieses Update gegeben hat, also gerade AOE minus Defense, 'n absolut valide, um ihn bei den Salamandern zu spielen, um ihn dann auch in der Stadt zu spielen. Also, gerade für die Stadt finden wir hier noch eine ganze Menge. Selbst ein Kilian hier unten ist ein Champion, den man in der Stadt an bestimmten Stellen noch wirklich gut spielen kann, und mit den harten Fraktionskriegen, die jetzt kommen, vermute ich mal ganz stark, dass auch von diesen alten Fusionen ganz viele noch mal aus der Höhle genommen werden, um dann die ein oder andere Bedingung noch mal mit zu erfüllen. Mal sehen, was auf uns zukommt. Ich meine, weder du noch ich, wir haben Zugriff auf den Testserver. Also, wir dürfen selbst noch nicht spielen, sondern wir warten jetzt noch wenige Tage. Ich Vielleicht bald. vermute, ja, ich vermute am Donnerstag, also kurz nachdem das Video rauskommt, Mhm. dass wir dann auch endlich mit den harten Fraktionskriegen spielen dürfen. Ja, aber 2020 beinhaltet wohl die schlechteste, wie wir in deinem Video festgestellt haben, um das schon mal zu spoilern, Fusion aller Zeiten. Mal schauen, was hat denn so 2021 für uns im Gepäck? Was meinst du denn? 2021 war auf jeden Fall, sehr interessant. Man muss halt auch dazu sagen, dass viele Fusionen, nur zu der Zeit überragend gut waren und dann mit der Zeit gab es dann natürlich Champions, die halt in den Bereichen dann besser performt haben, wie zum Beispiel Brogni, ne? Brogni war 'ne sehr große Fusion, zu der Zeit damals. Ähm, ja, war absoluter Gamechanger auch für mich, mit dem Schild und dem Schaden, den er reflektiert, ne? Also, das war auf jeden Fall eine große Nummer. Ansonsten, also, ein paar von den Champions habe ich hier und da mal benutzt, also, in den Fraktionskriegen. Sorry, wenn ich manchmal englische Begriffe benutze, aber für mich ich bin es halt einfach gewohnt. Aber auf deinem Kanal musstest du 'ne Suche nach englischen Worten ertragen, deswegen. Alles gut, alles gut. Also, Entschuldigung, wenn ich manchmal irgendwie englische Begriffe, benutze, aber ja, also Brogni auf jeden Fall oben mit dabei und ich glaube, Hurndig war auch, also die Zwerge waren da auf jeden Fall extrem stark in dem Jahr, würde ich sagen. Ja, also bin ich 100% bei dir. Ich glaube, dass Brogni noch auf lange Zeit mit den größten Einfluss gehabt hat. Auch, was jetzt irgendwie Clan-Boss-Teams zum Beispiel auch angegangen ist. Es sind schon so ein paar besondere Champions dabei. Also Sigmund kann ja, ich glaube, der Code müsste aktuell auch noch existieren. Der war zumindest bei der Hell Hades Challenge, haben auch einige sich Sigmund als Code auch geholt für den Promo-Champion. Ja, Ich habe es ein bisschen bereut, dass ich es nicht gemacht habe ja. tatsächlich, denn bei Nubraids war, glaube ich, war es, der hat einiges wirklich mit ihm als Champion, als Supporter, auch für 'n Clan-Boss dann auch erreicht. Also, ich muss sagen, ich habe ihn total unterschätzt von dem, was er noch kann. Wenn ich mir die Auswahl ansehe, also auf meinem Hauptaccount, also bis auf die übliche Antwort Synthranos, Fraktionskriege, vielleicht auch Fraktionskriege hart, spiele ich aus der Auswahl tatsächlich so gut wie niemanden, aber dort, also ein paar schon sehr regelmäßig. Ich mag Vlad sehr gerne, finde ich ein extrem guter Champion, noch mit Blocke-Fähigkeiten. Also, es sind schon noch ein paar dabei. Beim Sandteufel, die Mutter Kybele habe ich auf meinem Free-to-Play-Account just vor ein paar Tagen am Anfang des Wochenendes auch gezogen, aber sie wird Gut. wahrscheinlich auch erst mal in der Höhle landen. Ja, also für mich sind auch heutzutage benutze ich eigentlich keinen mehr von diesen Champions, weil ich halt einfach bessere Optionen habe. Wenn es nicht so wäre, würde ich wahrscheinlich ein paar von denen benutzen, aber größtenteils, wie du sagst, Cursed City und Fraktionskriege ist, wo ich ein paar von diesen Champions benutze, aber größtenteils, nicht mehr.
Das ist immer so ein wenig die Geschichte dessen, dass aktuelle Champions im Kern oft besser sind als Champions von früher, was ja auch irgendwie in der Geschichte des Spiels fast so sein muss, wenn neue Spieler, die hinterherkommen, ich sage mal, alle von euch, die jetzt ganz frisch angefangen haben und auch erst vor Kurzem mit Raid gestartet sind, da ja, es gibt ja keine Gelegenheit, die Fusionen nachzuholen. Man kann sie natürlich noch ziehen. Da ist es natürlich die Frage, dass neue Champions, neue Fusionen wichtiger sind. Wie gut sie sind, wie spannend sie sind. Und ja, schauen wir mal, wie es in 2022 war. Und also mir springt hier sofort der ein oder andere Champion ins Auge, der natürlich sehr gut ist. Wen würdest denn du hier noch rauspicken? Also, hier ist tatsächlich einer meiner Lieblings-Champions auf also, seit keine Ahnung, seitdem ich mich mehr auf Arena fokussiere, ist, Nishak, der Rattenkönig. Ich bin absoluter Fan von diesem Champion. Das ist wirklich einer meiner Lieblings-Champion. Er ist einfach so es macht einfach so viel Spaß, ja, mit den Bomben um sich zu werfen. Und, egal wie viel HP, Stones Skin oder was auch immer die haben, die fallen dann halt einfach um. Und es ist ein absoluter Gamechanger für mich gewesen. Und ich habe so viele Siege durch diesen Champion bekommen. Es ist unglaublich. Also ohne Nishak wäre ich, glaube ich, aufgeschmissen. Oder für eine lange Zeit wäre ich aufgeschmissen gewesen. Mittlerweile habe ich natürlich wieder ein paar Champions, die, sage ich mal, brauchbar sind in der Arena oder mithalten können mit den Top-Tier-Champions. Und Nishak ist definitiv einer von diesen Champions. Ja. Also, wir haben in dem Jahr tatsächlich 2 Bomben-Champions, fällt mir nachträglich sogar auf. Ja. Gaius ist ja auch mit drin. Also, vielleicht war das Jahr der Bombe. Man kann, das auch vielleicht so ausdrücken. Es gibt noch ein paar andere Champions, die ich glaube, wenn man sie jetzt zieht, auch noch sehr helfen können. Also, sogar noch im Late Game, je nachdem, wie das Roster aussieht. Ich meine, Helicat war wahrscheinlich einer der wichtigsten Gründe, dass ich die Hell Hades Challenge gewonnen habe, durch das einfache Unkillable-Team, was ich bauen konnte. Also, absolut tauglich noch in vielen Bereichen. Ich finde sowohl im PvP als auch im PvE. Bivald habe ich auch sehr lange an der Hydra gespielt, als Heiler, als Provoker. Den, guten Dräng mit dem sicheren Burn, der auch noch mit drin ist. Und ich finde, Uko sieht man immer wieder auch mal in vielleicht auch mal in Tag-Team-Arena-Teams, Ja. oder 'ne Sehr Morrigan. Er ist ein sehr unterschätzter Champ. Uko kann wirklich sehr, sehr, sehr stark sein. Ja, definitiv. Und es gibt ein paar, die sind eher in der Versenkung verschwunden. Also, Ja. Karato gibt's ja als Startercode, glaube ich, gerade bei vielen anderen Creatoren, die eigene Startercodes auch haben, Mhm. aber so für sich alleine ganz nett. Ja. Ja, also Morrigan, wie du gesagt hast, benutze ich ab und zu mal in Curse City halt, ne, für Amius oder Amius. Ist halt da definitiv sehr nützlich mit der Heilungsreduzierung. Aber ansonsten, ich persönlich benutze außer Nishak nicht, nicht wirklich einen Champion von diesen hier aktiv. Ich glaube, ich habe eine Zeit lang tatsächlich hier Drang. Mhm. Den habe ich eine Zeit lang in Spinne benutzt mit seinem ähm, Unresistible HP Burn. Das war halt absoluter Gamechanger für mich, weil ich halt keine HP Burn Champions hatte zu der Zeit. Also das war eine wirklich große Fusion für mich auch. Aber da kriegt man dann mit der Zeit dann halt auch wieder eine andere Option, ne, die man dann benutzt. Ja, generell ist es, glaube ich, nur Nishak für mich, den ich wirklich aktiv jeden Tag benutze in Arena. Ich glaube, ich muss mir meinen Knischak auch mal wieder für Arena umbauen. Also, ich benutze meinen Knischak auch sehr, sehr, sehr regelmäßig. Bei mir ist er aber gebaut auf Solo-Farming Drache H10. Ja, Also, ist auch ganz anders, aber wunderbar. übernimmt die Rolle zumindest. Ja, ich Mhm. vermisse natürlich nur dann die Möglichkeiten, die ich mit ihm in der Arena habe. Das Ja. ist ja wieder so ein bisschen dieses Thema kostenfreies Artefakt-Entfernungsevent. Ich sag mal, wenn es häufiger wäre, könnte man sagen: „Ich gehe in die Arena, ich ziehe das Ja. eine Set an, ich gehe Drache farmen, ich ziehe das andere Set an und es kostet nicht direkt 2 Millionen Silber.“ Ja, das wäre cool, ne?
wenn die Champions so irgendwie so ein, 2 Sets hätten, die man denen anziehen könnte, weißt du, wo du dann tauschen kannst hin und her. Ne, das wäre halt, auf jeden Fall eine schöne Option, aber da sind wir leider noch nicht. Wir hatten jetzt die 2 Wochen Ah, Free war Gear das Removal. schön. Ja. Das war wunderbar wie Urlaub, aber ja, kannst halt einfach nicht machen, also so wie es jetzt ist. Ne? Irgendwie muss man sich festlegen mit seinen Champions oder man zahlt halt einen Haufen Silber und das ist wirklich nicht gut für den Account. Ja, da kommt es halt dann einfach drauf an, auf was legt man mehr Wert. Ne? Willst du jetzt, sag ich mal, sparen, indem du die Dungeons solo laufst oder willst du besser in der Arena performen? Das kommt dann einfach auf die persönliche Präferenz an, natürlich. Mhm. Also, ich habe da so ein bisschen 'ne also, es ist jetzt ab vom Thema des eigentlichen Videos, aber weil wir gerade da jetzt drauf gekommen sind, ich habe das vielleicht ein bisschen eine kontroverse Meinung, weil so schön das mit dem Urlaub auch war, ich weiß nicht, ob es fürs Spiel langfristig gut wäre, wenn es immer kostenfrei wäre. Also, ich bin total dafür, dass es statt 1-Stunden-Events Ein-Tages-Tokens gibt zum Beispiel oder statt den 3-Stunden-Tokens vielleicht Ja. 3-Tage-Tokens, also, wo man wirklich mehr Zeit dafür hat. Wenn es aber ganz kostenfrei wird, das würde eine Menge ändern im Spiel. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich vorher zum Beispiel 2 Gnischak hätte als Doublette und ich würde beide hochziehen und beide bauen, den einen für die Arena und den zweiten dann für den Drachen. Die Frage ist, wie sieht's dann mit der Seele aus? Wenn ich so flexibel alles jederzeit umbauen könnte, dann würde ich sicher die Menge an Gier, die ich benötige, absolut reduzieren. Es würde sich die Ja. die Menge an Seelen, an Champions reduzieren. Ich könnte die Champions also viel schneller plussen oder mit reinnehmen. Aber, okay, lass uns mal zurück zum Thema des Videos. Das ist, glaube ich vielleicht machen wir da ein Folgevideo drauf und wir sprechen mal ein bisschen über das Thema, Artefaktentfernung. Hört sich gut an. Okay, also 2023, wir nähern uns der aktuellen Zeit. Und, ja, lass uns da einfach mal einen kurzen Blick werfen und du schreist ganz kurz, wenn du jemanden siehst, den du natürlich jeder war klar. Ja, also da könnte man echt schon fast behaupten, dass es vielleicht die beste Fusion aller Zeiten war, ne? Würde ich sagen. Also ist definitiv in der Definitiv ganz weit Diskussion, oben. definitiv ganz weit oben auf der Liste. Kann man gar nicht dagegen argumentieren. Wer diesen Champion hat, der hat auf jeden Fall ein leichtes Spiel in den meisten Dungeons und Bossen und Clan-Bossen und was es so alles gibt, wo du ihn benutzen kannst. Also egal wo eigentlich, Mhm. egal wo ich ihn benutzen kann, ich benutze ihn dort. Oh, wie täglich. Das ist einfach keine Frage. Das ist Knut, ne? Der gute Knut. Okay, also für den Fall, dass sich jemand noch gefragt hat, über wen wir sprechen, das ist natürlich ganz gut Knut im Englischen oder Knut dann auch im Deutschen wirklich ganz korrekt hier mit 5 von 5 bezeichnet. Also, ich ich vermute mal, da kann keiner in den Kommentaren widersprechen, dass Knut ein phänomenaler Champion ist, der jeden Account verändert und jeden Account, selbst einen Endgame-Account auch noch mal ermöglicht, Zeiten zu verbessern, Dinge zu erreichen, weniger Runden oder überhaupt zu schaffen, die man vorher vielleicht noch nicht geschafft hat. Aber es gibt noch ein paar mehr tatsächlich und ich muss sagen, gerade so im Rückblick und man vergisst es immer sehr schnell. Also, wenn ich jetzt hier so drüber gehe, ich hätte jetzt nicht mehr parat gehabt, welche Champions sind 2023 Fusionen gewesen. Also, da lässt mich mein Gedächtnis im Stich und das sind schon noch ein paar wirklich, wirklich gute dabei. Also, 'n Islin ich weiß nicht, hast du Islin mal gespielt? Ich habe ihn tatsächlich nicht, also zu der Zeitpunkt habe ich ihn nicht gefused. Ich war da nicht Ah, aktiv okay. am Spielen tatsächlich. Nach der Knut-Fusion war ich inaktiv für Mhm, 2, 3 Monate, habe mhm. quasi Emig und Islin verpasst, aber ich habe ihn jetzt am Wochenende gezogen tatsächlich. Oh, Also, okay, okay. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich muss, glaube ich, ein paar Videos bei dir nachholen. ja, also ich bin auf jeden Fall sehr ein großer Fan von diesem Champion, weil er halt mich auch ein paar Mal überrascht hat in der Arena, ne? Wenn er, vor allem in der Free-to-Play-Challenge, wenn du dann so ein Islin, so ein Solo-Islin in der Arena triffst und denkst so, "Ah ja, mach ich mal kurz, aber
war zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht möglich, ne? Mal kurz, genau. Ja. Der ist so unglaublich stabil. Ich habe noch keine Erfahrung mit ihm, genau wie du, auch wenn er seit Ewigkeiten bei mir in der Höhle ausschlummert. Aber ich glaube, wenn wir uns überlegen, was ist so der schlechteste, den wir garantiert noch nie gespielt haben, ich vermute mal, wir landen dann bei Loriaka, könnte ich mir vorstellen. Yaka, ja, ist wahrscheinlich da, mit dabei oder dieser Ugier Worm Eater. Ach, der oben, ach, den habe ich ja schon ganz Habe ich verdrängt. tatsächlich nie benutzt, nie gesehen, dass ihn irgendjemand benutzt. Also, ist wie als würde er nicht existieren fast. Der Ja. gute Blizzard, der hatte mal so eine Hochzeit, da habe ich ihn auch sehr aktiv gespielt, als er noch, alleine mit Futter auch den Sandteufel gefarmt hat. Da gibt es natürlich inzwischen einfach bessere Optionen und gerade mit 'ner Aniri-Kombination geht es viel schöner. Da hatte ich ihn aber regelmäßig gespielt. Ansonsten außerhalb der Stadt sieht es hier schon auch sehr mau aus. Raselwag ist natürlich noch ein Champion, der in der Hydra und auch so noch richtig ordentlich austeilen kann. Also, ich denke, aus dem Jahr fällt Raselwag vielleicht noch auf. Pythion ist natürlich eine Institution, was stabile Wiederbeleber, Support-Champions angeht und an ganz, ganz, ganz vielen Ecken, glaube ich, noch spielbar. Also, die 5 von 5 hat er auch verdient, auch wenn ich ihn als schwächer ansehe als 'n Knut, also gerade was so den Account-Faktor angeht. Hat einfach eine andere Rolle, ne? Mhm. Aber ich sehe ihn tatsächlich heutzutage noch ab und zu in der Arena. Also, er hat auch damals zu dem Zeitpunkt war das ein Top-Tier-Champion, ne? Das muss man dann einfach mal auch sagen. Und dann über die Zeit, kamen dann natürlich neue Champions und dann hatte man bessere Optionen, aber zu dem Zeitpunkt war der echt überragend, muss man sagen, ja. Ja, vielleicht zu dem Jahr, um das Jahr dann abzuschließen, noch so 'ne kleine Fun-Fact-Story. Das war ja das erste Jahr, in dem ich bei der Hell Hades Challenge teilgenommen habe. Also 2023. Ich weiß nicht, wie lang es die Challenge schon gibt, ob die 22 schon stattgefunden hat oder nicht, das weiß ich gerade nicht. Aber 23 habe ich als Community-Mitglied noch teilgenommen und die erste Fusion, die ich auch dann im Rahmen der Challenge so 'n bisschen wie bei dir, du hast ja in der Hell Hades Challenge aktuell hast du's ja geschafft, dann auch Fabian zu fusionieren und innerhalb jetzt der ersten 3 Monate oder eigentlich nach den ersten 2 Monaten, was ja auch schon extrem gut war. Und vor 2 Jahren habe ich mir im Endeffekt so die gleiche Herausforderung damals gesetzt mit El-Hain. Und auf dem Account, den hatte ich danach noch ein bisschen weitergespielt, war dann El-Hain eigentlich mein Haupt-Nuker in der Arena. Und sie hat mir sehr, sehr also auf diesem Free-to-Play-Account unglaublich viel Spaß gemacht, weil sie so richtig die Champions rausgenommen hat. Also sie so UDK, es war ja auch jetzt das Zeitalter der UDKs. UDK war ja, glaube ich, dann der Login-Champion. Und dann mit einer El-Hain so, fupp, einfach mal Champion ausschalten, den ganzen Rest hinterher. Sie hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und war auf dem Account, der in dem Jahr angelegt wurde, natürlich phänomenal. Ja, sie ist 'n Mhm. Void-Champion, ne? Ja, das ist halt Void Fusions sind halt extrem gut und speziell, wenn sie Damage Dealer sind, ne, dann hast du keine Weak Hits. Das ist halt wirklich gut. Also, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie dir da, definitiv sehr nützlich war. Ja. Was ja im Prinzip aktuell auch aber ich will jetzt nicht vorspringen. Lass uns noch das letzte Jahr abschließen, bevor wir natürlich jetzt auf 2025 kommen. Und in 2024, das war für mich, um vielleicht da ganz kurz einzuleiten, natürlich ein besonderes Jahr, weil mein eigener Free-to-Play 24 Account oder von vielen auch immer der Glücks-Account genannt, weil es einfach unglaublich ist, was für Champions ich auf diesem Account auch gezogen habe. Aber natürlich ein ganz wichtiges Jahr war, wenn ich mir diese Fusion anschaue, also, ich glaube, wir hatten in keinem Jahr diese Qualität an Fusionen, also, gerade so im Rückblick. Ja. 2024 war auf jeden Fall, sehr gut bestückt mit sehr also, extrem guten Fusionen, auf jeden Fall. Wenn wir da ja, ich meine, du zeigst es da schon auf, das ist gar keine Frage, ne? Also, ich habe es auf meinem, in dem Video für meinen Channel habe ich's, schon erklärt. Jetzt erzähle ich's euch auch noch mal. Nein, ich wollte Ähm ja nicht spoilern. Die sollen zu dir auf den Kanal gehen und das Video auch bei Okay, deinem okay. Kanal Also, wenn ihr 'ne anschauen. lustige Geschichte hören wollt, zu Amens, guckt, auf meinem Channel vorbei, da gibt's 'ne lustige Story dazu auf jeden Fall.
Genau, also, phänomenal. Und wenn ich mir das so anschaue, es ging ja dann in dem Jahr auch noch weiter. Also, ich weiß nicht, ich vermute mal, ein Tor hat jetzt sieht man ihn, 'n Tor ist bei dir auch im Einsatz, oder? Also, da ist noch 'ne lustige Geschichte, Oh, aber die kenne ich jetzt noch hier für nicht. deinen Channel. Das Ding ist mit Thor, also, ich hätte ihn wirklich gerne gemacht und wäre auch in der Lage gewesen, aber ich habe tatsächlich, nachdem diese andere Geschichte passiert ist, habe ich tatsächlich 'ne längere Pause gemacht. Ich kam tatsächlich erst zurück, als ich glaube, wir waren da so 2 Wochen drinnen in der Fusion und es war Mhm. einfach, für mich gab's gar keine Möglichkeit mehr aufzuholen. Ansonsten hätte ich Hm. mir Tor geschnappt, aber ja, konnte einfach nicht. Ähm, extrem also, extrem guter Damage Dealer. Ich war sehr überrascht, wie viele Leute ihn tatsächlich dann auch benutzen in Hydra-Teams oder Hydra-Teams. Ich sehe ihn tatsächlich auch ab und zu in der Arena. Ähm, Mhm. also ja, überragender Champion auf jeden Fall. Diese ganze Asgard, äh, Champions, die sind alle sehr, sehr stabil, muss ich sagen. Und Thor ist da auf jeden Fall keine Ausnahme, ja. Ja, also ich muss sagen, also gerade letztes Jahr mit einem, es gab ja diese Monster Hunter Aktion Anfang des Jahres und später noch mal diese Asgard Aktion. Wir haben jetzt dieses Jahr die Alice Aktion gehabt. Ich bin mal gespannt, welche zweiten Brand oder welche zweite Collaboration dieses Jahr dann auch noch kommt. Also, wird definitiv spannend. Aber letztes Jahr diese Fusionen, die hier sind, 'n Großteil dieser Fusionen spiele ich sehr aktiv auf meinem Free-to-Play-Account und gar nicht unbedingt auf dem Main-Account. Also, natürlich, 'ne Eostrit ist in jedem Account Stand absolut mega. Also, ich spiele Ja, Eostrit auf meinem Free-to-Play-Account, ich spiele Eostrit auf dem Hauptaccount. Über Amance brauchen wir, glaube ich, dann über seine Qualitäten gar nicht groß sprechen, auch für jeden Account phänomenal. 'Ne Ancora ist auch extrem gut, selbst wenn man Partner in Crime Narcissus nicht hat. Ich hatte ja, zum Glück damals die 110 lila Splitter erspart. Also, ich konnte mir dann Narcissus auch wirklich holen. Da gibt's dann 'n schönes Pull-Video dazu, bei dem, glaube ich, der Pull weniger spektakulär war, als am Ende wirklich Narcissus einsammeln zu können. Und seitdem ist das eigentlich mein Arena-Traumduo, weil ich habe ja auch weder Marischka noch Taras oder so, aber die 2 zusammen einfach gut. Voxwell überragend. spiele ich auch noch an der Hydra aktuell im Mhm. Augenblick. Also, ich weiß nicht, hast du Voxwell im 1? Ach ne, du hast ja nach Amans die Pause gemacht, stimmt. Das heißt, da ist Genau. wahrscheinlich Voxwell bei dir auch weggefallen. Ich habe ihn tatsächlich gezogen, als ich Hm, dann wieder zurückkam. Auch ziemlich lucky eigentlich, aber hatte dann nicht wirklich, irgendwie ich habe keinen, Gebrauch für ihn gehabt zu dem Zeitpunkt dann. Also, meine Hydra-Teams waren dann einfach schon, sage ich mal, wie sagt man, ja, ähm, fertig, gut, fertig, genau, funktionieren. gebaut. Ich hatte meine Champions, die die Rollen erfüllt haben und Wixwell war dann leider keine Bereicherung für mich, aber er ist also auch ein Top-Kandidat, vielleicht für die Top-Fusions, ne? Also, hat definitiv vielen Spielern geholfen im Clan-Boss oder in den Clan-Bossen, weiter voranzukommen. Vielleicht auch wieder kurz ab vom Thema des Videos. Welche Provoker benutzt du bei der Hydra aktuell? Wer übernimmt bei dir die Rolle? Also, ich habe von dem Monster Hunter Collab habe ich, wie heißt sie? Ah, Archer, ne? oh, okay, ja. Also, Ist halt das ist so meine Achillessehne. Ich habe sie damals nicht bekommen und ich hätte sie so gerne gehabt. ja, ich war da sehr lucky, und habe sie glücklicherweise bekommen. Ich muss mal kurz gucken. Also, ich habe ja ein Thunder-Team, daher da habe Mhm, ich keinen Provoker drinne. Dann habe ich Archer und in mein 3. Team ist mittlerweile so, genau, Morley. Morley benutze ich noch als Reviver mhm. und, Provoker. Ja, ich meine, sie kann reviven im Vergleich zu Voxwell, hat natürlich auch 'n 2-Runden-Provoke. Aber ja, so, ich sage mal, wenn du da noch nicht ausgestattet wärst, also Voxwell würde ich, also wenn ich beide noch nicht gebaut hätte, ne, ich würde mir einen von beiden, glaube ich, aussuchen für die Hydra. Ich, also
Revival ist wichtig, um sicher zu gehen, gerade wenn man auf Auto laufen lässt. Und Genau, ja. im Automodus, da ist natürlich Morley vielleicht einfach noch ein Tick besser. Ich glaube, für auf Auto laufen lassen ist Morley wahrscheinlich die bessere Wahl, aber wenn ich manuell spiele, dann ist Boxfell wahrscheinlich besser. So Ja. ein bisschen zum Abschluss des Jahres, wenn ich da mal noch einen Blick drauf werfe. Lady Noelle, ich glaube, du hattest also in unserem Vorgespräch hattest du schon erwähnt, dass du sie aktiv nicht spielst. Ich habe schon ganz, ganz lange den Wunsch aus der Community, dass ich endlich mal ein Video rausbringe, Lady Noelle und Sir Nick, weil ich beide auf meinem Free-to-Play-Account sehr aktiv spiele, wirklich an verschiedensten Stellen. Die beiden haben mir ganz viele Hard Dungeons ermöglicht, die haben mir einen riesen Fortschritt auf dem Account auch gebracht. Sie sind fester Bestandteil der Tag-Team-Arena, ich spiele sie ab und zu in der Live-Arena. Also, ich bin absolut begeistert von dem, was eine Lady Noelle kann als Champion an sich, aber tatsächlich auch in Kombination mit Sonic. Also für mich nochmal Ja, ein gebührender Abschluss, auch mit einer schönen Weihnachtsstimmung von 2024, was so die Fusionen angeht. Ja, und es ging dann echt wirklich hammerlos in 2025. Wahnsinn. Also, ich bin auch sehr, sehr positiv eingestellt bisher. Also, wir haben auf jeden Fall mit dem Hutmacher eine sehr, sehr starke Fusion gleich zum Anfang des Jahres, wo, ich sage mal, viele Leute nicht gedacht haben, dass der dieses Potenzial mitbringt, ne? Viele Leute haben es auch tatsächlich bereut. Ich glaube, du bist tatsächlich auch einer von de Auf dem von den ja, Kandidaten. auf dem Free-to-Play-Account. Die Hell Hades Challenge war ein bisschen schuld. Ich glaube, Ja, die war dann schon so ein bisschen am Anfang und ich habe mir gedacht, also Full Power Hell Hades Challenge, dann reicht es, wenn ich mir den Hutmacher auf dem Hauptaccount hole, bei dem ich ihn auch aktiv spiele natürlich. Also, es ist nicht so, dass ich den Hutmacher jetzt noch in der Höhle liegen habe. Ne, ich, spiele ihn und bin auch absolut begeistert. Ich hätte ihn auf meinem Free-to-Play-Account aber wirklich, wirklich gerne. Im Nachgang ärgere ich mich ein bisschen, dass ich vielleicht nicht noch dieses bisschen zusätzliche Zeit noch investiert hätte in den Free-to-Play-Account, weil da einfach also phänomenal. Einfach. ja. Man muss aber auch dazu sagen, 2 Accounts oder 3 Accounts zu spielen, ist halt schon eine Aufgabe, ne? Also, das ist auch nicht zu unterschätzen. Ja. Wie Da hast du auf jeden eigentlich Fall auch Hut ab. Ich war schon bei 2 komplett überfordert. da vielleicht auch noch mal ab vom eigentlichen Thema, aber du spielst tatsächlich einen Account hauptsächlich Ja. und hattest nur für die Hell Hades Free-to-Play Challenge dann den Account angelegt und, spielst du den Challenge-Account überhaupt noch oder ruht der gerade irgendwie? Also, der ruht grade, weil, ich hatte tatsächlich von vornherein geplant gehabt, dass ich den Account dann weiterspiele, Mhm. aber es wurde mir dann einfach zu viel. Also, es war zu viel Zeitaufwand, für mich persönlich und dann habe ich den einfach, sage ich mal, ruhen lassen. Aber ich werde den auf jeden Fall noch irgendwann mal aufgreifen, denke ich, und, reanimieren, wenn man so sagen möchte. Aber nach der Hell Hades Challenge oder schon kurz bevor sie geendet hat, war es halt einfach, sehr viel Arbeit, ne? Also, ich sage mal, ich bin in 'nem sehr competitive Clan Mhm. und da muss ich halt auch abliefern, ne? Oder man hat halt 'ne gewisse Wo spielst du in Erwartung. welchem Clan? Äh, Conquest Mhm. und ja, ich glaube, wir sind, ähm ich weiß nicht ganz genau, wie wir uns jetzt in den Rankings eingliedern, würden, laut Player Points, was ja eigentlich nicht so wirklich viel aussagt. Heutzutage, sind wir Platz 36, aber da wird halt für, Hydra Clash oder Chimera Clash halt schon 'ne gewisser Betrag an Damage erwartet und dann musst du halt auch abliefern. Und, das finde ich auch okay so, ne, weil mir macht's auch nur Spaß, wenn ich in so 'nem Clan bin tatsächlich. Aber das war dann halt schwer zu managen, ne? Das kann ich mir wirklich, wirklich gut vorstellen. Also, mehrere Accounts also gerade 3 Accounts zu spielen während der Hell Hades Challenge war extrem, extrem intensiv, kann ich mir vorstellen. Dein Hauptaccount, wenn ich die Frage stellen darf, aber du musst natürlich nicht antworten. Ich weiß nicht, ist Free to Play oder gar nicht Free to Play?
Wo würdest du dich Ähm, denn einkategorisieren von deinem Ausgabeverhalten? also mein Account ist nicht free to play. Ich habe auf jeden Fall war auf jeden Fall ein Spender für eine Zeit lang, aber mittlerweile, ähm also, ich habe vielleicht war vielleicht für 3 4 Monate ein Spender, habe mir ab und zu mal hier Shards geholt, die Daily Gems, jetzt auch nicht Juwelenpakete, übertrieben, klar. ja, auch nichts Übertriebenes, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass mein Account Free to Play ist. Aber ich würde sagen, größtenteils war ich als Spieler Free to Play, aber auf dem Account wurde schon, gespendet, wenn das so Sinn macht. Ja, definitiv, definitiv. Okay. Ja, dann, ich würde sagen, Esme hast du gemacht, aber wir hatten da vorhin im Vorfeld auch drüber gesprochen, Esme spielst du nicht. Fabian, glaube ich, ist auch eine der Fusionen, die jeder, der sie gemacht hat, glaube ich, sehr schätzt und die man immer häufiger auch sieht in der Live-Arena, in der Tag-Team-Arena und wahrscheinlich phänomenal sein wird, könnte ich mir vorstellen, auch für die harten Fraktionskriege. Einfach bei den Untoten. Ich denke, da wird er auch eine wichtige Rolle spielen. Ja, das denke ich auch. Also, Fabian, also, es könnte man sagen, Amans 2.0, ne, theoretisch. Vielleicht ein kleines bisschen schlechter, aber er ist definitiv, ganz oben auf der Liste auch, ja. Ja, vor allem ein bisschen anders. Ja, Für mich war ja, Fabian ein ganz besonderer Champion, weil ich keinen wirklichen Lockout-Champion bisher hatte. Also, für ja. mich ist es tatsächlich der keinen Warlord und, keine Yumiko und wie auch immer. Also, auf die musste ich bisher verzichten. Gut, wir sind jetzt schon sehr, sehr lange dabei, über die Fusion zu sprechen. Vielleicht zum Abschluss, du machst ja genauso Ishiyama auch auf deinem Account wie ich inzwischen auf beiden Accounts. Ishiyama wird, glaube ich, hilfreich für viele, viele Leute sein, die halt keinen guten HP-Nuker haben. Wenn, also für Accounts, die halt schon irgendwie ein Nasus oder ein Taras oder all diese Top-Tier-HP-Nuker haben, wird er wahrscheinlich nicht so viel bringen. Aber ich glaube, er ist tatsächlich eine dezente Fusion und auch sehr kostengünstig, würde ich mal sagen, was Ressourcen angeht. Ne? Also könnte man skippen, muss man aber nicht, meiner Meinung nach. Ja, ich glaube, das ist 'ne schöne Summary auch, wenn wir drüber sprechen, wie es mit den Fusionen in Summe auch aussieht über die letzten Jahre. Und die Frage immer: „Soll ich die Fusion machen oder nicht?“, beantworte ich immer gerne mit: „Wenn es keine Umstände macht, wenn es klappt, sowohl vom den persönlichen Umständen außenrum, von den Ressourcen, einfach so eine Fusion skippen, um sich auf Minotaurus zu konzentrieren, kann man machen. Ja, aber es tut auch nicht weh, die Fusion sicherheitshalber mitzunehmen, weil dann gibt es Szenarien, in denen wird der Champion plötzlich doch irgendwann später noch ein bisschen besser. Ein paar der Champions, die wir gesehen haben, die liegen immer noch in der Höhle. Seit 3 Jahren, seit 4 Jahren, seit 5 Jahren. Da hat sich nicht viel bewegt. Und die Hoffnung schrumpft auch, dass man 'ne Pixniel jemals irgendwo einsetzen kann. Wer weiß. Aber was ganz nett ist, muss ich sagen, sind hier unter anderem auch so ein paar neue Werte, die Hell Hades mit eingeführt hat. Also, das war ein Update irgendwann von der Woche, dass zum Beispiel hier auch mit drin steht, in welchen Synthranus Heart Stages man den Champion in Summe auch spielen kann. Es gibt vielleicht auch noch mal so eine Idee, wie sehr der Champion auch mal in den Bereichen hilft, wenn man ja schon ganz gut fortgeschritten ist und es dann auf die Auswahl der Champions ankommt, die man hat. Also, das auf jeden Fall eine sehr, sehr wertvolle Erweiterung. Snackbox, vielen lieben Dank dafür, dass du mit auf meinem Kanal gekommen bist. Das war 'n total coole Collab, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, möchtest du noch ein paar abschließende Worte dann dem Video allen Zuschauern noch mitgeben? Ja, also auf jeden Fall Dankeschön, dass du mich eingeladen hast. Hat mich auch sehr gefreut, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, denkt immer daran, Leute, äh, stresst euch nicht wegen Fusionen. Wenn ihr Zeit habt, um die zu machen, macht sie. Wenn nicht, dann ist auch okay. Ne? Am Ende des Tages ist es immer noch ein Spiel. Und ja, so sieht's aus. Und irgendwann zieht ihr die Fusion garantiert. Genau. Ich sag nur, tolle Geschichte auf dem Kanal von Snackbox, schaut bei ihm vorbei. Lasst natürlich ein Abo da. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg bei der aktuellen Fusion. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit Raid.
Viel Spaß im Leben. Ciao, ciao, euer Bone und Snackbox.